Wie kannst du deinen siebten Sinn nutzen? Wie erhältst du Botschaften aus der geistigen Welt, vom Universum, von Gott, von deiner Seelenbegleitung? Auf welchen Wegen kommen diese Botschaften während einer Meditation zu dir? In meinem Podcast vom 30. September haben wir darüber gesprochen, was es mit dem Auge des Hurrikans auf sich hat. Mit der Ruhe, mit der Stille, in die du, egal wie wild und verrückt das äußere Umfeld für dich ist, nur gelangst, indem du die Ruhe und die Stille in dir findest. Und als eine der Möglichkeiten haben wir über Meditation gesprochen, als eine der leichtesten Möglichkeiten. Dieses Thema greife ich auch hier noch einmal auf. Vielleicht hast du dir die Frage gestellt, auf welche Weise erhalte ich denn Botschaften? Wie kann ich es denn schaffen, ins Auge des Hurrikans zu kommen? Wenn du die Meditieren als den Weg für dich wählst, um zu dir, um in deine Mitte zu kommen, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Du kannst tatsächlich zu Hause an deinem Rückzugsort vielleicht mit einem kleinen, selbstgestalteten Altar dich zurückziehen und in die Stille kommen. Möglicherweise unterstützt durch eine Meditationsmusik. Aber nicht jeder findet die innere Ruhe, sich einfach so hinzusetzen und Musik zu hören, in eine Kerze zu starren oder auf eine weiße Wand, so ohne weiteres. Ich bin auch eher der unruhige Typ und musste mich da ganz langsam herantasten. Es gibt Gott sei Dank noch andere Möglichkeiten, diesen meditativen Zustand zu erreichen. Du kannst zum Beispiel auch eine Gehmeditation machen. Das heißt, du bewegst dich in der Natur an einem fließenden Gewässer oder irgendwo, wo es dir möglich ist, ein bisschen zu entspannen. Entspannung ist das Schlüsselwort. Manch einer findet auch sehr gut zu sich in die Ruhe bei Routinetätigkeiten, zum Beispiel Geschirr spülen, Fenster putzen, Rasen mähen, bügeln ist auch so eine Beschäftigung, wo man sich einfach ja auf etwas anderes nur so halbwegs konzentrieren muss und dann in die Ruhe gelangt. Viele finden diese innere Ruhe auch beim Sport, beim Joggen insbesondere oder Strong Walking. Du wirst selbst wissen, was für dich die geeignete Möglichkeit ist, um deinen Geist, durch den ja Tag für Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken schwirren, in einem Karussell sich verfangen, besänftigen zu können. In diesem Zustand ist es eine sehr gute Idee, Kontakt mit deinem höheren Selbst, mit dem Universum, zu Gott, zur geistigen Welt aufzunehmen. Wie machst du das? Du stellst einfach eine Frage. Die leichteste Frage ist, was ist jetzt für mich wichtig? Was darf ich jetzt wissen? Was gilt es jetzt für mich zu tun? Das kann schon auch aufs Tun sich ausweiten, wenn du das Gefühl hast, du musst in Aktion jetzt treten. Und wenn du diese Frage gestellt hast, nicht laut, sondern leise, in deinem meditativen Zustand, dann schweige. Bleib einfach ganz still und ruhig und lausche auf das, was dann an Botschaften kommt. Auf welche Weise die Botschaften dich erreichen, hat eine Menge damit zu tun, welcher Wahrnehmungstyp du vor allen Dingen bist.
Wir hier in West- und Mitteleuropa nehmen ganz viel visuell wahr, einfach schon, weil wir durch unser Schulsystem so gepolt sind. Das heißt, vor deinem geistigen Auge können Bilder entstehen. Nimm sie einfach nur wahr, ohne sie zu bewerten. Wer eher über den Hörkanal auditiv gepolt ist, der wird unter Umständen Geräusche hören, Melodien hören, ein Wispern hören, was auch immer über diesen Kanal kommen kann. Ich zum Beispiel bin der kinästhetische Typ, der Fühltyp, könnte man auch sagen. Ich habe irgendwelche Gefühle, Weite, Wärme, Kälte, mich zusammenziehen, was auch immer. Und dann gibt es diejenigen, die ja von den Hellsinnen her hellwissend sind. Die bekommen ein plötzliches Wissen, wie ein Komplett-Download. Du weißt gar nicht, woher es kommt. Plötzlich ist dir klar, da lang geht's. Das ist mein Weg. Das muss ich jetzt beachten. Also schau einfach, auf welche Weise es kommt. Nimm es wahr, nimm es hin. Und wenn du die Meditation dann beendet hast, bedanke dich für die Botschaften, die du erhalten hast. Schnapp dir ein Blatt Papier, ein Stift natürlich. Halte einfach fest, was du an Botschaften erhalten hast und geh dann damit frohen Mutes und in dir gesettelt weiter durchs Leben. Bis zur nächsten Meditation, die hoffentlich nicht viele Tage und Wochen dauert. Fassen wir also nochmal zusammen, wie du an die Botschaften aus dem Universum, von der geistigen Welt, von deinem höheren Selbst erhältst. Erstens, komme in einen meditativen Zustand. Zweitens, stelle deine Frage zu dem, was für dich jetzt wichtig ist. Drittens, nimm wahr, was an Botschaften kommt. Und letztens, schreib es auf, halte es fest, damit du es präsent hast. Ich hoffe, diese Inspiration nützt dir, um künftig besser im Auge des Hurrikans zu landen. Wie meditieren geht, verlinke ich auch noch mal unterhalb dieses Videos und empfehlen möchte ich dir auch mein E-Book und Taschenbuch Wie Selbstcoaching gelingt. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.